Stellen Sie sich vor, Sie sitzen im Opernhaus, blicken hinauf zum Kronleuchter, senken den Kopf, schauen auf die Bühne. Meist ist da natürlich etwas mehr los, zum Beispiel in etwa so. Meine Flucht, wie es Da wird gesungen, getanzt, gespielt, tolle Effekte, tolle Kulisse und tolle Musik. Der Rest ist unsichtbar. Sie werden an einem Abend nur das sehen, was Sie auch sehen sollen. Nicht mehr und nicht weniger. Nur wenige haben es bisher geschafft, hinter diese Fassade zu blicken. Unser Kamerateam war waghalsig genug, sich die Frage zu stellen, wer oder was sich dahinter verbirgt. Was passiert im Unsichtbaren? Wer kümmert sich darum, dass das Zahnradgetriebe Oper jeden Abend läuft? Wir haben uns hineingeschlichen, die Kameras einfach mal laufen lassen. Gefunden haben wir eine ganz besondere Spezies. Ihre Exemplare führen ein Leben im Schatten und hausen in der Untergrundmaschinerie auf dem Schnürboden oder an Orten, die wir uns nicht mal vorzustellen wagen. Seien Sie bereit für eine Expedition wie keine andere. Was Sie schon immer über das Opernhaus wissen wollten, aber nie zu fragen wagten, Episode 16. Eine unsichtbare Spezies. Wir befinden uns in der Schweiz. In Zürich. Opernhaus Zürich. Die Hintertür war gerade offen. Wir rochen die Chance, schlüpften hindurch und katapultierten uns direkt in den Lebensraum und das natürliche Habitat der Unsichtbaren. Wir waren unvorsichtig, aber hatten Glück, dass zunächst keiner zu sehen war. Doch schon nach wenigen Sekunden entdeckten wir erste Geschöpfe. Operus inspicientus. In diesem Fall ein Männchen. Wir gingen nah ran. Der hier. Lebensraum, hinter dem Vorhang, vor dem Bildschirm. Verlässt selten das Nest. Nichts lenkt ihn ab. Treue und Verlässlichkeit scheinen seine primären Merkmale zu sein. Hier sehen wir auch das erste Mal ein ungewöhnliches Hilfsmittel. Das sogenannte Headset. Eine Erweiterung möglicher Kommunikationsmittel. Wir schätzen, wer eins trägt, gilt als besonders wichtig. Wir entdeckten noch mehr. Zur Mittagsstunde, wenn die Ränge noch leer sind, erspähen wir tief unten im Graben zwei Geschöpfe, ohne die wohl ein reibungsloses Orchesterspiel nicht möglich wäre. Sehr interessant, die beiden scheinen Spaß bei der Arbeit zu haben. In einem Nest, im untersten Untergeschoss, horten sie seltsame Gegenstände, schwere Teile. Unsere Vermutung, sie dienen der Klangerzeugung und müssen wohl zur Bühne gebracht werden. Der Weg ist beschwerlich, doch unsere beiden Exemplare geben nicht auf. Hier sollen diese nun platziert werden. Eine Herausforderung. Das Männchen schwächelt. Er signalisiert durch peinliches Lächeln den Wunsch nach Unterstützung, die er prompt erhält. Wir halten fest, das kollektive Miteinander funktioniert gut, ob unter oder auf der Bühne. Allmählich erscheinen mehr und mehr Exemplare auf der Bildfläche. Die Bühne wird voller. Wir versuchen, Teil der Masse zu werden, einzutauchen. Das ist interessant, eine fast dialogfreie Art der Kommunikation. Diese Horde Operus Bühnentechnicus muss ein großes Objekt platzieren, nutzt dabei die jahrelang eingespielte Dynamik und lässt ihr Vorgehen wie ein Kinderspiel wirken. Ein Exemplar fällt hier besonders auf. Agil, fachkundig, dominant. Er muss eine Art Alpha-Tier sein, seine Gestikulation beeindruckt andere Mitstreiter. Aber wo ist sein Headset? Ah, da ist es ja. Absolut unersetzlich, ein weiterer Unsichtbarer. Wir haben ihn lange gesucht, er hielt sich gut versteckt. Und zwar hier. Operus Souffleuris, der flüsternde Gehilfe. Er kommuniziert auf seltsame Weise mit der Nagierenden auf der Bühne. Mit Zeichen und Flüstergeräuschen scheint er Kontakt aufzunehmen. Das Licht löscht die Wolke aus. und kreisen. Und dann wird es besonders spannend. Wir haben Glück. Eine große Versammlung findet statt und wir mittendrin. Viel passiert. Das Zahnradgetriebe wird nun auf die Probe gestellt. Wir erkennen eine deutliche Zunahme der Anzahl an Headsets. Aus gutem Grund. Es gibt offensichtlich einen Plan. Ein streng einzuhaltendes Timing, wie es scheint. Wird das eingehalten von jedem Einzelnen, wird der Zuschauer am Ende nichts von alledem bemerken. Geht der Plan auf, lässt sich ein Jubel auch nicht unterdrücken. Doch was, wenn der Plan nicht immer aufgeht? Wenn es Probleme gibt? Dann wird kontrolliert improvisiert.
Das Alpha-Tier sagt an und der Rest reagiert sofort. Dinge werden noch während der Vorstellung repariert. Und auf der Bühne, wie im Zuschauerraum, bekommt keiner etwas davon mit. Ein nie ermüdendes, ständig rotierendes und immer perfekt ineinandergreifendes Getriebe. Es passiert ständig etwas. Nur eine schmale Wand aus Holz trennt diese Welt vor dem Sichtfeld der Zuschauer. Sie werden leise bleiben, unentdeckt bleiben und immerzu der perfekten Illusion auf der Bühne dienen. Die Rede ist von der unsichtbaren Spezies.